und damit hallo und herzlich willkommen zu Tales, die Feen des Schicksals. Ich hoffe, man hört mich, man sieht mich eventuell auch. Ich streame ja gerade über, beziehungsweise ich zocke gerade über Shadowplay und mal gucken, wie das hier so wird. Das nimmt ja die Kamera automatisch zurzeit auf. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich habe mir ein Profil erstellt, was ich jetzt mal noch machen werde. Ich sehe kaum die Optionen. So, die Musik muss ein bisschen runterdrehen, sonst fliegen mir die Ohren weg. So. Spezialeffekte, Breitbild, ja, ist alles in Ordnung. So. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist hier irgendwie eine Grundeinstellung bei Shadowplay, dass das Ding hier so groß ist. Die Kamera. Von daher, wenn ich nicht gleich alles mit einmal finde, dann ist das halt so. Von daher drücke ich jetzt einfach mal auf Spiel. Mal gucken, was uns dieses Mal bei Tales erwartet. Ich hoffe, wie immer, nicht viel, aber naja, mal gucken. Bisschen fortgeschritten. Everything started when my niece Jackie called me. She said the police had finally located her parents' bodies. They had been missing for 20 years. I went to the police station to support her. Here we are, miss. Aha, wir sind also schon wieder Tante Gray. Da ist Jackie, sollt ihr noch hier sehen. Das alles muss sehr schwer für sie sein. Ich weiß zwar jetzt nicht, was passiert ist, aber naja. Wir werden das, denke ich mal, herausfinden, wenn wir jetzt mit ihr reden oder uns erstmal in der Gegend umgucken. Auntie, can you believe they actually found them? Maybe I can finally get some closure. Let's go. The sheriff's waiting for us. Ah, ja, natürlich. Sehr interessant. Ich kann das Menü gerade so erkennen. Und ich wurde schon wieder auf Skype angeschrieben, aber das ist jetzt eher irrelevant. Von daher gucken wir uns erstmal um Elephant Games gesucht. Können wir uns das angucken? Nein. Können wir uns überhaupt was aussuchen, außer angucken? Was ist das denn hier? Gut, gehen wir mal rein. Ich sollte mit dem Sheriff über jeden Fall sprechen. Warum eigentlich? Miss Gray, it's nice to finally meet you. As Jackie told you, we've located the remains of Alexander and Natalia Gray. Warte mal, wen haben sie gefunden? Alexander Gray und Natalie Gray. Natalia Gray. Wer auch immer das sind. We can now prove they were victims of Greg Duffy, a serial killer who was active here at that time. This is everything I've gathered about the case. Take a look. Ah, Serienmörder. Und zwar Greg Duff. Wir sollen uns einen Take a Look nehmen, okay. Das sieht so authentisch aus, dieses Police-Zeichen. Das müssen all die Beweisstücke sein. Das sieht er hier aus auf dem Schreibtisch. Dann gucken wir uns mal an. Alexander and Natalia Gray went missing on April 23rd, about 20 years ago now. They're survived by their daughter Jackie. Aha. Alexander und Natalie Gray verschwanden am 23. April. Sie sind seit über 20 Jahren verschwunden. Hinterlassen haben sie ihre Tochter Jackie. Okay, was sollen wir jetzt hier machen? Uns das nächste Tape reinziehen? Alexander and Natalia Gray went missing on April 23rd, about 20 years ago now. They're survived by their daughter Jackie. Aufgabenliste. 23. April. Ach, hier meine 23. The Gray's car was found in the woods close to town. 4 teenage witnesses were camping nearby
when they heard a car, followed by a woman screaming. Der Wagen der Grays wurde im Wald nahe der Stadt gefunden. 4 Zeugen berichten zunächst den Motor eines Wagens und dann die Schreie einer Frau gehört zu haben. Ich sollte vielleicht auch mal einen Timer anschalten, damit ich weiß, wie lange ich bereits aufnehme. So. So, der Wagen. Ein Wagen. Da ist ein Wagen. The Gray's tires were punctured by a spike strip found nearby. Die Reifen des Wagens wurden von einer näher aufgefundenen Nagelsperre durchstochen. We also found tire tracks near their car, likely from a large truck. We believe the killer's vehicle made these. Ebenso wurden Reifenspuren in der Nähe des Wagens entdeckt, die vermutlich von einem Lastwagen stammen. Es wird angenommen, dass es sich um das Fahrzeug des Mörders handelt. Reifenspuren. Hat die einer schon gefunden? These circumstances perfectly match the other victims of the roadside killer, including the fact that there was no gun or any other weapon found at the scene. So, die Umstände gleichen weiteren auf dem Straßenrand Killer assoziierten Fällen, inklusive der Tatsache, dass keine Waffe am Tatort gefunden wurde. Waffe, da ist eine Waffe. We also have camera footage showing a man who fit the killer's description. He was driving a truck. Eine Kameraaufnahme zeigt einen Mann, der in einem Lastwagen, auf den die Beschreibung des Mörders zutrifft. Thankfully, Jackie was staying with family at the time of the incident. The killer always targets his victims randomly. Es war Zufall und Glück, dass Jackie sich zum Zeitpunkt der Tat bei Verwandten befand. Bisher geht man davon aus, dass der Mörder seine Opfer zufällig auswählt. Das ist nicht verwandt. Ist das verwandt? Nein. Ist das hier verwandt? Das hier? Nein. Das hier? We got a clear picture of the killer, thanks to a recording taken at a gas station in town that night. Dank einer Aufnahme an einer Tankstelle in der Stadt sind wir dem Mörder einen Schritt näher gekommen. Ist es das hier? Nein. Aufnahme in der Stadt. Welches ist es jetzt? We quickly identified the suspect as Greg Duffy, who lived in a small house in the woods and sent a squad to apprehend. Er wurde als Greg Duffy identifiziert, der in einem kleinen Haus im Wald lebt. Das Team der Polizei war schnell zur Stelle. Oh, das ist natürlich hier sehr geil geschrieben in Pixelschrift, in verpixelter Schrift. So, jetzt müssten wir tatsächlich mal gucken. Ist es das hier? Nein, das hier ist es auch nicht. Das hier, nein. Haus. Ach, das da. What we found there haunts me to this day. Duffy was obsessed with hunting, and his weapon of choice was a hunting knife. Was wir dort fanden, gibt mir bis heute Albträume. Duffy war ein besessener Jäger und die Waffe seiner Wahl war ein Jagdmesser. But Duffy hunted people, not deer. He used his spike strip like a bear trap, snaring out-of-towners along that remote highway. Doch statt wild machte Duffy Jagd auf Menschen. Seine Nagelsperre diente ihm als Bärenfalle, mit der er auf der einsamen Straße seinen Opfern auflauerte. Was wild? Wild, hier ist ein Wild. Unfortunately, Duffy wasn't at home. To this day, the roadside killer has never been caught. This is the only photo we have of him. Als die Polizei an seinem Haus ankam, fehlte von Duffy jede Spur. Bis heute konnte der Straßenrandkiller nicht gefasst werden. Diese Foto ist die einzige bekannte Abbildung. Gut gemacht, das könnte nützlich sein. Was denn? Ah. I heard about your gift, Miss Gray. Can you really travel to the past just by touching an item from that time?
These car keys were found with the remains. We believe they may have belonged to the Greys. Ach so, der gibt uns jetzt irgendwelche Autoschlüssel, weil wir ja eine Begabung haben, in die Vergangenheit zu reisen. Genau. My parents didn't deserve to die, Auntie. If you can, please save them. Also ja, ihre Eltern haben es nicht verdient, so umzukommen. Tante, wenn du es kannst, rette sie. Also wir sind wie immer Tante Gray. Okay, was finden wir noch? Was haben wir denn da? Kaltblütiger Mord vor 20 Jahren am 23. April. Findet den Straßenrandkiller. Sein Wagen nähert sich dem der Grays. Führe die Polizei zu dem Mörder, damit sie ihn festnehmen kann. Repariere das Auto der Grays, damit sie entkommen können. Ah, natürlich. Die sind natürlich jetzt in dieser Zeitschleife gefangen. They ran over that spike strip, and now their tires are flat. There's a truck approaching in the distance. Could it belong to the roadside killer? The case file mentioned teenage witnesses who were camping nearby. That's probably their campsite ahead. Maybe they have a vehicle I can use to reach town. Geile Mucke. Oh, Hallöchen. Dave, wir treffen uns am Freitag bei dem alten Bauernhof. Vergiss dein Rad nicht. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Eine Geldbörse. Tatsache eine Geldbörse. Was haben wir denn hier? Die werde ich ein wenig zurückschneiden müssen, weil beiseite schieben, das ist absolut nicht möglich. Das ist so, mit Gummiarmen ist das immer so ein Problem. Gibt es eigentlich wieder Dingsbums-Objekte hier, Sammelobjekte? Ein Eichhörnchen. Die Bretter könnte ich vielleicht brauchen. Natürlich, Wegweiser. Meine Nuss. So, das geht natürlich nicht. Kennzeichen, aha. So, die Nagelsperre ist beiseite geräumt, um die Reifen zu reparieren. Er kann nicht wissen, dass es eine Falle ist. Das ist absolut korrekt. Und ich kann jetzt nicht sehen, was hier unten in diesem Bereich ist. Und da werde ich einfach mal auf gut Glück. Was ist denn mal hier? Bla 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 bla. Ja, ich kann nicht zu Fuß gehen. So, was haben wir denn jetzt? Ich gucke erstmal in die Geldbörse rein. Ach, nee. Warte mal, wir haben Autoschlüssel. Wirklich. Ja, ich habe meinen Werkzeugkoffer auch immer so abgeschlossen. So, das heißt... Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier denn irgendwas Interessantes außer den Werkzeugkasten? Nö, scheinbar nicht. So, das Eichhörnchen müssen wir garantiert wieder mit irgendwas bestechen. Oh, da ist es wieder, dieses Chamäleon-Objekt, genau. Die gibt es auch wieder. So, die sind wieder in dieser Zeitschleife gefangen. Ah, na gucke an. Ich muss das Auto mit einem Wagenheber anheben, die wir garantiert irgendwo in einem Puppenhaus finden. Wenn ich Grimtails richtig einschätze. Okay. Da kommen wir jetzt erstmal so nicht weiter. So, hier müssen wir zurücksäbeln, weshalb auch immer. Da kommen wir nur wieder dahin. Gucken wir mal nochmal hier. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Etwas total Wichtiges. Außer dass das Eichhörnchen seine Nuss nicht hergeben möchte. Eine richtige Nuss wäre dem Kleinen viel lieber. Da steht eine.
Der Alexander Gray, wenn ich mich richtig entsinne. Haben wir hier zufällig irgendwo eine Nuss rumliegen? Natürlich nicht. Ich muss einen Wagenheber... Hat der irgendwas, was wir klauen können? Nein. So... Ich sehe leider wirklich absolut nichts durch die geile Kameraeinstellung, die es von Shadowplay gibt. Ob hier irgendwas ist in der Region. Können wir sonst irgendwo hinlatschen? Ne, momentan nicht. Was ist das hier oben eigentlich? Ah, Inhaltsverzeichnis. Hier drüben ist also der Tipp. Den werde ich jetzt noch nicht, oder werde ich den jetzt einfach mal zu Rate ziehen, weil ich finde gerade, ich schon wieder eine Ewigkeit her, dass ich mal wieder ein Wimmelbild gezockt habe. Und schon verlernt man eigentlich die sämtlichen Grundzüge eines Wimmelbildspiels. Stadt. 40 Kilometer, mehr nicht? Komm. Natürlich, da wäre ich jetzt natürlich selbstständig drauf gekommen. Ich nehme ein Seil mit, weshalb auch immer. Silver McRae, der Stammvater der McGrays. Es wird behauptet, dass ihm ein Glücksamulett zu Reichtum verhalf. Ein Schieber ist abgebrochen. Natürlich. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die Leute aus der Vergangenheit wie Geister sind. So, haben wir sonst noch was Interessantes hier? Wozu haben wir jetzt ein Seil? Ich habe keine Ahnung. Können wir damit jetzt Lasso-mäßig... Alexander hat Artikel über den tragischen Unfall gesammelt. Was? 23. April. Zeitungsartikel zum Flugzeugabsturz. Örtlicher Flughafen kauft Luxusmaschine. Flugzeug explodiert nach Start. 158 Tote. Flughafen wegen Ermittlungen geschlossen. Zu spät gekommen und gerettet. Die Grays dem Todesflug durch Zufall entkommen. Warte mal. Wie die Grays dem Todesflug durch Zufall entkamen. Was für ein Zufall, dass wir da genau so ein Stuff finden. Einen Schieber und ein Taubenemblem, natürlich. Und wir erhalten geilen Stuff. Was? Ah, hier ist so ein Notizbuch, okay. Das... Jetzt haben wir eins, ach so. Jetzt haben wir eine Map. Hör auf zu wackeln. Ein Metallemblem. Gut, das können wir garantiert hier einfügen. Hey. Eine Axt. Natürlich, habe ich auch immer dabei. Feuerlöscher, das geht ja noch. Aber will ich wissen, warum die eine Axt im Kofferraum haben? Los, Gewächs, weiche. Survival. Sehr schön. Nachdem das Unterholz gewichen ist, können wir ins nächste Bild eigentlich vom Prinzip einfach mal reinhopsen. Damit könnte ich in die Stadt fahren. Was? Achso, mit dem Fahrrad. Einer von Ihnen erzählt eine Gruselgeschichte. Sie haben keine Ahnung, dass ein Killer in der Nähe ist. Mal ganz ehrlich, wer bindet denn so sein Zelt zu? Juhu, 1 von 2 schon wieder. Was ist das denn für ein Bindungsmechanismus? Ich sollte den Strick durchschneiden. Was? Die Leiter ist beschädigt. Ach so. Ah. Boah. Aber in was für einer mordsmäßigen Geschwindigkeit. Was zum Teufel ist das denn für ein Vorhängeschloss, ey?
So, was habe ich denn jetzt alles? Das da, okay. Dann kann ich jetzt die Kiste hier öffnen. Die garantiert ein Minispiel freigibt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Führe das Flugzeug zum Ziel unten rechts, bevor dir der Treibstoff ausgeht. Die grünen Lämpchen oben zeigen dir, wie viel noch übrig ist. Wähle ein Feld aus, um die Maschine dort zu lenken. Doch wenn du auf ein Hindernis stößt, musst du von vorne beginnen. Hurra! Gut, versuchen wir es einfach nochmal. Was soll schon schief gehen? Ich meine, passiert ja, es kann uns ja sowieso nichts passieren, also von daher. Wow. Was für ein hammerhartes Rätsel. Wir haben eine Taschenlampe gefunden, die wir garantiert sowieso wieder wegwerfen. Und einen Hammer. Ich bin Hammer. So, Chamäleon-Objekt müsste hier auch wieder irgendwo sein. Das ist hier überhaupt kein beunruhigt, dass hier eigentlich so Augen überall durch die Gegend wuseln. Ach, gucken wir uns da hinten die Gegend erstmal an. Hammer. Wir können die ganze Zeit die Nägel entfernen. Wir haben Nägel und Bretter. So, momentan kann ich leider noch kein Chamäleon-Objekt sehen. Vielleicht fällt mir es ja später ins Gesicht. Dann entfernen wir jetzt noch glatt noch den Wegweiser. Das Eichhörnchen bleibt natürlich da ganz in Ruhe sitzen. Weil es ist ja... Weil komischerweise sind Tiere nicht gefreezed, aber die Menschen. So, Bretter ran da. Blub, blub, blub. Dann die Nägel. Hauen wir noch mit dem Hammer drauf. Wow. So, da gucken wir doch mal. Man sollte nicht einfach so in ein dunkles Loch greifen. Wir haben eine Taschenlampe. Genau, verschwinde. Was ist das denn? Nüsse, ah. Da steckt was unter der Rinde fest. Gut gemacht, wir haben Nüsse gefunden. Das könnte nützlich sein. Da ist noch was Nützliches. So. Ah, wir haben den Hammer weggeworfen, natürlich. Da steckt was unter der Rinde fest. Warum wir das auch nicht rausziehen können, ich weiß es nicht. Hier, Feuerlöscher. Hier, Seil. Nein, okay, für später. Ein Fahrradschlüssel haben wir und Nüsse. Endlich haben wir Balls, aber nein, die schmeißen wir gerade weg. Genau, wir tauschen einfach mal. Echte Nüsse gegen falsche Nüsse. Ich habe schon vergessen, wo wir das Eichel... Achso, in der Geldbörse. Natürlich. Natürlich, sowas habe ich auch in meiner Geldbörse drin. Garn und ein Blatt Papier, natürlich. So, Fahrradschlüssel. Ich denke mal, das ist fürs Schloss. Ein Marienkäfer. Oh mein Gott, ein Fahrrad jetzt im Inventar. Na dann wollen wir doch mal losfahren. Lalala. Ist der Kerl am Steuer der Straßenrandkiller?
Ist das wirklich Greg Duffy, der Alexander und Natalie auf dem Gewissen hat? Der Schlüssel steckt in der Zündung. Ich muss das Schloss knacken. Eine Kamera. Es ist seltsam, dass die Kamera, die die Straße überwachen soll, in die falsche Richtung guckt. Ja, das ist seltsam. Aber nicht ungewöhnlich. So, haben wir denn hier irgendwas Interessantes, was wir uns angucken können? Hier geht's zurück, da ist nur das Buch. LKW bis 5,2 Meter. Oh, hier ist ein Gesicht. Ein trauriges Gesicht. Das leider kein Kameleonobjekt ist. Oh, es scheint zu regnen, weil hier tropft überall was runter. Jetzt im Ernst, gibt es hier irgendwas? Nö. Können wir hier so irgendwas machen? Außer wieder zurück. Ach hier, Scheibe einschlagen. Warum nicht? Was ist das hier eigentlich? Finden wir den Schragen? Na gut, den müssen wir tatsächlich knacken, okay. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.